Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I think just the introduction that we talked about yesterday, many beautiful thoughts. Ich denke, allein in der Einleitung von gestern stecken viele schöne Gedanken. Just the thought that Jesus will never give up on anybody, Schon der Gedanke, dass Jesus niemanden aufgibt, uses people who are still imperfect, sondern Menschen gebraucht, die noch unvollkommen sind, yet desires a constant spiritual growth, aber dennoch ein ständiges geistliches Wachstum anstreben, as we have seen in the life of Peter. so wie wir es im Leben des Petrus sehen können. Okay, now let's start with this epistle. Okay, fangen wir mit diesem Brief an. Verse 1. Vers 1. This letter is from Simon Peter, a loving servant and apostle of Jesus Christ. Dieser Brief ist von Simon Petrus, einem liebevollen Diener und Apostel Jesu Christi. Isn't that beautiful? Ist das nicht schön? A loving servant. Ein liebevoller Diener. Peter, when he walked with Jesus, he didn't seem to be too loving, Als Petrus mit Jesus unterwegs war, schien er nicht sehr liebevoll gewesen zu sein. wanting to be more important than the others, Er wollte wichtiger sein als die anderen, wanting to be always exalted and be in the front ground, wollte immer erhoben sein, sich in den Vordergrund stellen. take his sword to kill the guy and then cuts off his ear. Er nahm sein Schwert, um den Mann zu töten, und schnitt ihm dann das Ohr ab. Now he called himself a loving servant and apostle of Jesus Christ. Jetzt nennt er sich einen liebevollen Diener, einen Apostel Jesu Christi. And I personally believe Ich persönlich glaube, that Peter has come to understand the importance of being a loving and caring and kind servant. dass Petrus verstanden hat, wie wichtig es ist, ein liebevoller, fürsorglicher und freundlicher Diener zu sein. Because you see that throughout this epistle that he will actually mention the word love. Denn in seinem Brief erwähnt er immer wieder das Wort Liebe. He uses a very specific word here Aber hier benutzt er ein ganz besonderes Wort, when he talks about servant. wenn er von Diener spricht. I like the idea that Peter and Paul, they use the same phrase. Mir gefällt der Gedanke, dass Petrus und Paulus die gleiche Formulierung verwenden. Servant Diener of Jesus Christ. Jesu Christi. See, the word that they used is actually from a Hebrew idea, from a Hebrew background. Das Wort, das sie verwenden, stammt aus dem Hebräischen, von einem hebräischen Hintergrund. And there is a very specific term for this type of servant. Und es gibt einen ganz bestimmten Begriff für diese Art des Dienens. I don't want to go into much detail, but I will give you a little idea. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich gebe dir eine kleine Vorstellung. If somebody had a slave in the Hebrew culture, Wenn jemand in der hebräischen Kultur einen Sklaven hatte, and then that slave had to be let free after a certain amount of years. musste dieser Sklave nach einer bestimmten Anzahl von Jahren freigelassen werden. But sometimes the slave said, I don't want to be free. Aber manchmal sagte der Sklave, ich will nicht frei sein. I love it so much here with you as my master Mir gefällt es hier bei dir als meinem Herrn so gut, that I prefer to be your slave than to be a free man. dass ich lieber dein Sklave bin als ein freier Mann. Then they had to pierce the ear of that slave, Dann mussten sie dem Sklaven das Ohr durchstechen. and that slave now was a volunteer slave, not one that was bought at a slave market. Dieser Sklave war nun ein freiwilliger Sklave, kein Sklave, der auf einem Sklavenmarkt gekauft wurde. And that's why the Passion says a loving servant, which is actually correct. Deshalb heißt es in der Passion auch ein liebevoller Diener, was tatsächlich richtig ist. Because he was a servant that was so in love with Jesus and he voluntarily wanted to serve him the rest of his life. Denn er war ein Diener, der so verliebt in Jesus war, dass er ihm freiwillig den Rest seines Lebens dienen wollte. And once you are such a servant of Jesus Christ, Und wenn du ein solcher Diener Jesu Christi bist, you can never be enslaved by people, circumstances, or anyone else. kannst du niemals von Menschen, Umständen oder sonst jemandem versklavt werden. And look, Und schau, Peter calls himself an apostle. Petrus nennt sich selbst einen Apostel. I have seen a lot of people in ministry who use statements like this from Peter or from Paul. Ich habe schon viele Menschen im Dienst erlebt, die sich auf Aussagen wie diese von Petrus oder Paulus berufen. Who says, see, Peter called himself apostle, Paul too, so I can call myself pastor too. Und sagen, seht ihr, Petrus hat sich Apostel genannt, Paulus auch, also kann ich mich auch Pastor nennen. I don't want to enter this discussion, Ich möchte mich nicht in diese Diskussion einmischen, but I would like to note something. aber ich will etwas anmerken. Before Peter called himself apostle, he called himself a loving servant of Jesus. Bevor Petrus sich als Apostel bezeichnete,
nannte er sich einen liebevollen Diener Jesu. So Peter saw himself first totally surrendered to Jesus, then one who was sent out by Jesus Christ. Petrus sah sich also zuerst als jemand, der sich Jesus völlig hingegeben hat und dann als jemand, der von Jesus Christus ausgesandt wurde. Because in those days, the word apostle was not something clerical or something hierarchical. Denn in jenen Tagen war das Wort Apostel nicht etwas Klerikales oder Hierarchisches. It means somebody that was sent as a special messenger. Es bezeichnete jemanden, der als besonderer Bote ausgesandt wurde. Or somebody that was sent with specific orders. Oder jemanden, der mit bestimmten Aufträgen geschickt wurde. The term was actually used for people that were outside the Christian idea, the Christian community. Der Begriff wurde eigentlich für Menschen verwendet, die außerhalb der christlichen Idee, der christlichen Gemeinschaft standen. Anybody could have an apostle means you send somebody out with a specific purpose. Jeder konnte einen Apostel haben. Das heißt, man schickt jemanden mit einem bestimmten Auftrag aus. So wouldn't it be beautiful if the whole church would be like this? Wäre das nicht schön, wenn die ganze Gemeinde so wäre? First of all, we see ourselves as servants, as slaves of Jesus Christ who chose to be his slaves. Zunächst einmal sehen wir uns als Diener, als Sklaven Jesu Christi, die sich entschieden haben, seine Sklaven zu sein. Because his love has conquered us so much, we want to be slaves forever. Weil seine Liebe uns so sehr überwältigt hat, wollen wir für immer Sklaven sein. Then we see ourselves as those who are whatever we are. Dann sehen wir uns als diejenigen, was auch immer wir sind. Apostle, prophet, teacher, leader, pastor, who cares? Apostel, Prophet, Lehrer, Leiter, Pastor, der sich kümmert. I think everybody serving Jesus must have this attitude. Ich denke, jeder, der Jesus dient, muss diese Einstellung haben. First and foremost, we are Jesus' slaves conquered by his deep love for us. In erster Linie sind wir Sklaven Jesu, die von seiner tiefen Liebe zu uns erobert wurden. Do you know? Weißt du, Jesus said, was Jesus gesagt hat? you can't serve two masters. Man kann nicht zwei Herren dienen. True slaves of Jesus will not be slave to money, to the opinion of people, to a system, to nothing and no one else. Wahre Sklaven Jesu werden keine Sklaven des Geldes, der Meinung anderer Menschen oder eines Systems sein. Kein Sklave von nichts und niemandem. Jesus needs true love slaves. Jesus braucht wahre Liebessklaven. See you tomorrow. Bis morgen.